Lieber Widder, herzlich willkommen zu deinem Juni-Taroskop, Juni 2024. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Juni gestalten möchte, was er für dich bereithält, was wichtig und ausschlaggebend ist, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Oder aber auch, was eventuell am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Widder im Juni. Karriere. Karriere, ein großes Thema. Aus dem Nichts kommt ein Angebot, eine Chance. Es überfordert dich. Du bist sehr überrascht, positiv überrascht, doch es überfordert dich. Du denkst, es kommt nicht zum richtigen Zeitpunkt. Du bist mit anderem beschäftigt. Du hast auch das Gefühl, dass dieses Angebot dich weiter entfernt von dem, was du möchtest. Doch sie sagen, es ist ein gutes Angebot. Im zwischenmenschlichen Bereich gibt es Erneuerungen. Erneuerungen bei manchen durch neue Menschen, die dir begegnen, doch bei den meisten sind es neue Ansichten über deine engeren Mitmenschen. Auch gut möglich, dass du mit Übelkeit zu tun hast, dass dir immer so ein bisschen schlecht ist. Bitte in Gesundheitsdingen zum Arzt gehen. Kopfdruck, Kopfschmerzen. Die Karten sprechen nicht. Sie sagen, achte auf dein Wohlbefinden. Achte auf die Signale deines Körpers. Ruhephasen. Da sind sie. Wow, ganz schön viele. Du hast ganze 5 Themenkarten, lieber Widder. Die Süße des Lebens. Du wirst dich im Juni öfters dabei ertappen, dass deine Gedanken darum kreisen, ob du das Richtige tust, ob es wirklich das ist, was du willst. Sie sagen, die Achtung vor dir selbst ist ganz, ganz maßgebend. Also der Eigenrespekt, die Selbstachtung. Denn es ist, als hättest du das Gefühl, schon so oft angekommen zu sein,
doch nichts in den Händen zu halten. Es ist, als das, was du bereits erreicht hast in deinem Leben, alles vor deinem inneren Auge verfließen und verwischen würde, vom Konkreten, was es einmal war, zum vollkommenen, unförmigen, unkonkreten geworden zu sein. Und das koppelt wieder an dem, was vorhin gesagt wurde. Erfüllt mich das, was ich lebe? Erfüllt mich mein momentanes Leben? Bin ich erfüllt? Was erfüllt mich? Grenzen. Du erkennst auch deine eigenen Grenzen, deine Grenzsetzungen. Ein weibliches Erdzeichen, sehr, sehr ausschlaggebend. Steinbock, Stier und Jungfrau. Es hat den richtigen Input für dich. Für dann, wenn du dich ausgepowert fühlst, kann dir ein Karneol Kraft spenden. Aus dem Unerwarteten kommt die helfende Hand dieses weiblichen Erdzeichens. Die helfende Hand, damit ist ein spiritueller Input, eine Anweisung, eine Richtungsweisung gemeint, die dir dazu verhilft, deine momentane Situation aus einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten und etwas ganz, ganz Signifikantes zu erkennen. Die Zweisamkeit, die immer gewahrt werden wollte, in Geborgenheit und fast versteckt, nicht ausgelebt. Wird auch dort eine Begrenzung erkannt und du erkennst, dass du es so nicht mehr ausleben möchtest. Ein ständiges Hinweisen im Miteinander, ein Aufweisen, ein Hinweisen, fast schon ein Dauertrigger. Du möchtest beenden, du wirst beenden. Du bekommst gut möglich von jemandem eine Grenze gesetzt, in dem Nein ausgesprochen wird, Stopp ausgesprochen wird.
Sehe es als positiv an. Sei nicht verärgert darüber, sondern nehme auch dies als Zeichen des Universums an, dass dies nicht mehr der richtige Weg für dich ist. Schlage einen anderen Weg ein. Es geht um ein anderes Zusammen weitergehen. Auf eine andere Art und Weise, auf einer anderen Ebene. Du bekommst eine neue, nennen wir sie Zukunftsvision. Es ist für dich wichtig, dass du dich nicht entmutigen lässt. Denn diese Zukunftsvision bedingt von dir ab, dass du dich anders wahrnimmst. Es geht um, sie sagen, wie das eigene Weisheitstraining. Es geht darum, die Dinge anders zu betrachten und somit anders zu machen. Schauen wir uns deine Hauptenergie an. Die Hauptenergie für den Widder im Juni. Geduld mit dir selbst, Arbeit an dir selbst, werde Herr deiner Emotionen, werde Herr deines Egos, indem du erkennst, es gibt keine Sieger und Verlierer. Denk drüber nach. Denn es ist immer nur die eigene Ansicht über sich selbst. Und wenn man einen gewissen Step erreicht hat, kann man sagen, man hat ihn erreicht, also ist man ein Sieger. Doch was passiert, wenn man ihn nicht so erreicht hat, wie man es sich vorgestellt hat? Dann fühlt man sich als Versager, richtig? Und sagt, es hätte weitaus besser kommen können. So nach dem Motto, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und das, was da auf dich zukommt, wird dir die Augen öffnen darüber, wo du dich schlichtweg bis heute selbst begrenzt hast. Wir machen weiter mit dem Tarot im Extended und schauen, was die geistige Welt sonst noch für Botschaften für dich bereithält. Der 8. Juni
Ausschlaggebend. Der 8. Juni ausschlaggebend, auf das du etwas erfährst. Gut möglich durch ein Luftzeichen. Wassermann, Zwilling, Waage. Klarheit. Doch du bist nicht zufrieden. Und das Wasserzeichen, Fisch, Krebs, Skorpion. Du verlangst, dass es dich auffängt. Wir machen weiter. Ich bin gespannt. Intens und spannend. Der Juni bei dir, lieber Widder. Bis gleich. Wir freuen uns auf dich. Ciao.